Die Trennung zwischen den Himmelsgöttern und den Göttern des unteren Süßwasserozeans ist einer der faszinierenden Aspekte der Anunnaki-Mythologie. Sie spiegelt nicht nur die spirituelle und kosmologische Weltanschauung der Sumerer wider, sondern zeigt auch, wie komplex und vielseitig ihre Götterwelt war. Die Himmelsgötter, Wächter der Ordnung und Herrscher über die Lüfte. An der Spitze der Himmelsgötter stand Anu, der höchste Gott des Himmels und Vater der Anunnaki. Sein Name selbst bedeutet Himmel, und er war der ultimative Symbolträger von Autorität und Gesetz. Anu wurde oft als ein ferner, beinahe unerreichbarer Herrscher dargestellt, der sich selten in die Belange der sterblichen Welt einmischte. Neben Anu war Enlil, der Herrscher über die Lüfte und Stürme, eine der mächtigsten Gottheiten. Er galt als Vermittler zwischen Himmel und Erde, hatte aber auch die unangenehme Aufgabe, die Menschheit zu disziplinieren. Im Enuma Elish ließ Enlil eine Sintflut auf die Erde herabregnen, um die Menschen für ihre Ungehorsamkeit zu bestrafen. Das zeigt, wie stark der Himmel in der sumerischen Mythologie mit Kontrolle, Strafe und Macht assoziiert wurde. Himmelsgötter wie Anu und Enlil standen für Ordnung, Klarheit und die Durchsetzung kosmischer Gesetze. Sie waren eher distanziert und wirkten wie majestätische Aufseher. Ihre Energie war aktiv, oft auch destruktiv, wenn es darum ging, die Balance im Kosmos aufrechtzuerhalten. Die Götter des unteren Ozeans, Hüter der Geheimnisse. Der wichtigste Vertreter war Enki, auch Ea genannt, der Herrscher über die Apsu, den mythischen Süßwasserozean unter der Erde. Enki war nicht nur ein Gott des Wassers, sondern auch der Weisheit, der Schöpfung und der Magie. Die Götter der unteren Wasserquellen, wie Enki, stehen im Zentrum der sumerischen Vorstellung vom Ursprung des Lebens. Der unterirdische Süßwasserozean war ein Symbol für die Quelle aller Schöpfung. Enki, als Herrscher der Apsu, war eine der mächtigsten und kreativsten Gottheiten im sumerischen Pantheon. Die Apsu wurde in der mesopotamischen Mythologie als ein verborgener Ort unter der Erde beschrieben, aus dem alle Süßwasserquellen stammen. Es war ein Ort der Tiefe, des Mysteriums und des Lebens. Enki war bekannt für seine Fähigkeit, Wissen und Technologie zu erschaffen und den Menschen zugänglich zu machen. Im Gegensatz zu den oft strengen Himmelsgöttern galt Enki als wohlwollender und verständnisvoller Gott, der mit den Menschen sympathisierte. Die Verbindung zwischen Enki und dem Wasser symbolisierte den Ursprung des Lebens und die Kraft des Unerforschten. Die Tiefen des Ozeans standen für Geheimnisse, aber auch für die Kreativität, die aus dem Chaos entstehen kann. Die Trennung zwischen den Himmelsgöttern und den Göttern des unteren Ozeans lässt sich auch als eine symbolische Gegenüberstellung von Ordnung und Chaos interpretieren. Während die Himmelsgötter eine klare, hierarchische Struktur vertraten, scheinen die Ozeangötter die wildere, instinktive Seite der kosmischen Ordnung zu symbolisieren. In vielen Mythen stehen Anu und Enlil auf der einen Seite und Enki auf der anderen. Ein prominentes Beispiel ist die Sintflutgeschichte, in der Enlil beschließt, die Menschheit zu zerstören, während Enki heimlich den Menschen hilft, sich zu retten, indem er Noahs sumerisches Vorbild Ziusudra warnt. Dieses Spannungsverhältnis zeigt, dass die Götter des Wassers eher mit Mitgefühl und Innovation assoziiert wurden, während die Himmelsgötter streng und unnahbar wirkten. Die Himmelsgötter wurden oft mit Symbolen wie Sternen, Sonnen und Adlern dargestellt. Ihr Kult fand auf Bergen oder in hohen Tempeln statt, die den Himmel repräsentierten. Die Menschen sahen sie als Kräfte, die Ordnung in den oft chaotischen Alltag brachten. Die Ozeangötter hingegen wurden mit Schlangen, Fischen und den Tiefen des Wassers assoziiert. Ihre Verehrung war geheimnisvoller und konzentrierte sich auf Brunnen, Flüsse und unterirdische Wasserquellen. Diese Rituale waren oft darauf ausgerichtet, Wissen zu erlangen oder Fruchtbarkeit herbeizuführen. Die klare Trennung zwischen Himmel und Ozean gibt der modernen Reptiloidentheorie eine interessante Grundlage.
Die Anunnaki könnten, zumindest nach einigen Interpretationen, als Wesen gesehen werden, die aus zwei Sphären stammen. Die Himmelsgötter könnten als außerirdische Herrscher gedeutet werden, während die Götter des unteren Ozeans möglicherweise mit reptiloiden Wesen oder amphibischen Kreaturen verbunden sind, die tief im Inneren der Erde oder unter Wasser leben. Diese Vorstellung wird durch Darstellungen von Schlangen- und drachenähnlichen Symbolen gestützt, die in der sumerischen Kunst oft auftauchen und eine Verbindung zwischen Wasser, Tiefe und reptilienartigen Wesen suggerieren. Hier verschwimmen Mythologie und moderne Verschwörungstheorien auf faszinierende Weise. Die Anunnaki-Mythologie ist im 20. und 21. Jahrhundert zum Brennpunkt zahlreicher Verschwörungstheorien und pseudowissenschaftlicher Spekulationen geworden. Eine der bekanntesten und kontroversesten Interpretationen ist die Verbindung zwischen den Anunnaki und der sogenannten Reptiloiden-Theorie. Diese Theorie, die vor allem durch den britischen Autor David Icke populär wurde, behauptet, dass reptilienartige Wesen eine geheime Elite bilden, die die Menschheit seit Jahrtausenden manipuliert. Aber was genau haben die Anunnaki mit dieser Idee zu tun? Die Reptiloiden-Theorie ist eine moderne spekulative Idee, die besonders durch Autoren wie Zecharia Sitchin populär gemacht wurde. Sitchin interpretierte die Anunnaki in den sumerischen Texten als außerirdische Besucher, die angeblich die Menschheit geschaffen haben, um für sie als Arbeiterklasse zu dienen. Dies wird häufig mit der Reptiloiden-Theorie verbunden, die die Anunnaki als eine verdeckte Elite beschreibt, die bis heute die Welt lenkt. In der Theorie wird argumentiert, dass die Anunnaki, dargestellt als reptilienartige Wesen, nicht nur die menschliche Gesellschaft in der Antike beherrschten, sondern durch geheime Blutlinien bis heute Einfluss auf politische, wirtschaftliche und soziale Systeme ausüben. Diese Idee spekuliert, dass sie sich hinter den Kulissen positionieren und die Menschheit manipulieren. Die Theorie stellt oft dar, dass diese Wesen eine besondere Faszination oder Kontrolle über Ressourcen wie Gold oder andere wertvolle Metalle haben, was aus Sitchins Interpretation stammt, dass die Anunnaki angeblich Gold von der Erde abbauten, um die Atmosphäre ihres Heimatplaneten Nibiru zu reparieren. Reptilienartige Merkmale werden in dieser Theorie als Symbol für kaltblütige und manipulative Macht beschrieben. Dies wird mit der Darstellung der Anunnaki in einigen mesopotamischen Kunstwerken verbunden, die hybridmenschliche Wesen mit tierischen oder reptilischen Merkmalen zeigen. Die Vorstellung, dass königliche oder herrschende Familien weltweit mit diesen außerirdischen Wesen in Verbindung stehen, ist ein weiterer zentraler Aspekt dieser Theorie. Dies basiert auf der Idee, dass die Anunnaki als Götterkönige ihre Macht durch genetische Vermischung und auserwählte Blutlinien weitergaben. Die Vorstellung von reptilienartigen Wesen ist tief in der menschlichen Kultur verwurzelt. Schlangen, Drachen und andere reptilienähnliche Kreaturen tauchen in Mythen, Legenden und Religionen auf der ganzen Welt auf. Enki und andere Götter des Wassers wurden wie bereits erwähnt in Kunst und Mythen oft mit tierischen Attributen dargestellt. Beispielsweise tauchen in mesopotamischen Darstellungen hybride Wesen auf, die Fisch- und Reptilienmerkmale haben, wie etwa Oannes, ein mythologischer Lehrer der Menschheit, der halb Fisch, halb Mensch war. Amphibische oder reptilienähnliche Darstellungen symbolisieren häufig Wesen, die in zwei Welten leben, dem Wasser und dem Land. Diese Dualität wird in der Mythologie oft mit Weisheit, Schöpfung und der Fähigkeit zwischen den Reichen der Götter und der Menschen zu vermitteln in Verbindung gebracht. Enki, als Gott der Weisheit, passt in dieses Konzept, da er oft als Vermittler zwischen den Göttern und den Menschen fungierte. In der modernen Präastronautik oder esoterischen Deutungen werden diese Götter manchmal als außerirdische Besucher interpretiert, die aufgrund ihrer Darstellung als nichtmenschlich erscheinen. Reptilienähnliche Merkmale könnten dabei auf eine fremdartige, möglicherweise außerirdische Herkunft hinweisen, was jedoch spekulativ ist und nicht auf antiken Texten basiert.
Eines der zentralen Themen der Reptiloiden-Theorie ist die Frage, wie diese Wesen die Menschheit beeinflusst haben. Hier gibt es einige interessante Parallelen zur Anunnaki-Mythologie. In sumerischen Traditionen war der König als Stellvertreter der Götter auf Erden angesehen. Die Anunnaki wurden dabei als diejenigen dargestellt, die die göttliche Macht übertrugen, wodurch die Herrschaft des Königs legitimiert wurde. Eine Inschrift beschreibt, dass die Götter selbst die Masse der Menschheit lenkten und Herrschaftsaufgaben an ausgewählte Menschen delegierten. Wenn du mehr über die Herrscher wissen möchtest, die von den Anunnaki eingesetzt wurden, dann werf einen Blick in meine Playlist. Anhänger der Theorie glauben, dass die Anunnaki außerirdische Wesen waren, die über fortschrittliches Wissen und Technologie verfügten. Ihre Vermittlung von Wissen über Landwirtschaft, Astronomie und Architektur wird oft als Beweis dafür angesehen, dass die Menschheit diese Fortschritte nicht eigenständig entwickelt hat, sondern durch den Kontakt mit diesen Wesen erlangte. Einige Theorien besagen, dass die Anunnaki die Menschheit genetisch verändert haben, um sie in die Lage zu versetzen, komplexe Aufgaben wie den Bau von Städten oder die Beobachtung von Sternen auszuführen. Dieses Konzept wird oft durch die Vorstellung ergänzt, dass die Anunnaki die Menschheit als Arbeiterklasse erschaffen oder weiterentwickelt haben, um ihre eigenen Bedürfnisse zu erfüllen, wie sie es zuvor schon taten, als sie die Igigu erschufen. Die Verbindung zwischen den Anunnaki und der Reptiloiden-Theorie ist unter Wissenschaftlern extrem umstritten. Historiker argumentieren, dass solche Theorien alte Mythen aus dem Kontext reißen und moderne Vorstellungen hineinprojizieren. Doch genau das macht sie für viele Menschen so faszinierend. In den Mythen werden die Anunnaki als mächtige, unsterbliche Wesen dargestellt, die über fortschrittliches Wissen und Technologien verfügten. Sie hatten die Macht, Städte zu bauen, Flüsse umzuleiten und Menschen zu erschaffen. Diese Fähigkeiten klingen für moderne Ohren weniger nach göttlicher Magie und mehr nach technologischer Überlegenheit, ein Hinweis, der von Anhängern der Theorie aufgegriffen wird. Das war unsere Reise durch die faszinierende Welt der Anunnaki, ihrer Götter des Himmels und des Wassers. Ob mythologische Legenden, kosmische Symbolik oder Verbindungen zu aktuellen Verschwörungstheorien, die Geschichten der Anunnaki fesseln bis heute und werfen große Fragen auf. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst ein Like da, teilt es mit Freunden und abonniert den Kanal, um keine weiteren spannenden Themen zu verpassen. Gerne würde ich auch deine Meinung zu diesem spannenden Thema hören, ich freue mich auf deinen Kommentar. Danke fürs Zuschauen, und denkt daran, die Wahrheit liegt oft zwischen den Zeilen.